Hallo, da mich immer wieder Leute gefragt haben, ob ich aus der Schweiz komme oder warum ich eigentlich erst aus Bern losgefahren bin, wollte ich euch mit dieser kleinen Slideshow mal zeigen, was ja vor Video 1 passiert ist. Wir waren nämlich schon gute 4 Wochen unterwegs. Ich habe mir halt erst in der Schweiz eine GoPro gekauft, um die Reise mit euch teilen zu können. Los geht's! Zuri und ich sind von zu Hause mit dem Fahrrad nach Gießen gefahren. Da habe ich dann schon gemerkt, dass mein Fahrrad viel zu schwer beladen ist und nur eiert. Von Gießen ging es dann mit dem Zug nach Mainz, wo wir Elli getroffen haben, eine Uni-Freundin, die uns die erste Woche bis Straßburg begleitet hat. In Mainz sind wir in ein Fahrradgeschäft, um Vorderradtaschen für mich zu kaufen. Leider passen die nicht wegen meiner Federgabel. Achim, der dort im Service gearbeitet hat, hat uns dann zu sich nach Hause eingeladen und meinte, er überlegt sich was. Wir sind dann zusammen am Ostersamstag in den Baumarkt und er hat mir aus diversen Holzteilen einen Gepäckträger für den Anhänger gebaut. Wir durften dann noch bei ihm und seiner Familie übernachten und haben dann am nächsten Morgen sogar Osterfrühstück bekommen und Reiseproviant. Von Mainz ging es dann den Rheinradweg Richtung Süden. Geschlafen haben wir dabei immer auf Campingplätzen. Das Problem war, dass ich meine große Kamera nur dabei hatte, weil ich habe GoPros erst in der Schweiz gekauft. Habe dann aber schnell festgestellt, dass sich das nicht eignet fürs Fahrradfahren, weil es einfach viel zu sehr wackelt und ruckelt. Straßburg im Elsass hat mich wirklich überrascht. Die Stadt hat sehr viel zu bieten. Mit dem dortigen Notre Dame hat die Stadt die zweithäufigst besuchte Kathedrale in Frankreich. Besonders bemerkenswert ist auch die astronomische Uhr im Inneren. Die Uhr zeigt nämlich die Erdbahn, die Mondbahn und die Bahn der Planeten Merkur bis Saturn an. Wer Störche sehen will, der sollte in den Orangeriepark gehen. Dort nisten die meisten der 150 in Straßburg lebenden Störche. Hier erleben wir das erste Feuerwerk auf unserer Reise, was dazu führt, dass Zuri so Panik hat, dass ich sie in meinen Schlafsack stecken muss. Elli verlässt uns jetzt und für mich und Zuri geht's jetzt alleine weiter. Ich befinde mich gerade in der Nähe von Freiburg. Das ist die wärmste Region in Deutschland und deshalb wird hier auch Massen an Wein angebaut. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, wie das aussieht. Spannend sind da hinten noch diese Berge. Das sind alles Weinberge. Das sind so ganz coole Treppenmuster. Und diese ganze Region, wohin das Auge blickt, alles Wein. So, ich bin jetzt zum ersten Mal beim Wildcampen. Ich habe eine ganz schöne Stelle gefunden. Ich bin die Weinberge hoch. Ach du Scheiße. Das hat mein Akku getötet. Von 70 ist der ganz, ganz schnell auf 18 runter. Jetzt bin ich kurz vor Freiburg. Ich werde es morgen schlicht nicht nach Freiburg schaffen. Morgen ist Feiertag. Ich bin gespannt. Ich mir gerade zu essen gekocht. Kichererbsen mit Pilzen. Kichererbsen nämlich sehr gesund.
und halten super lange satt. Hier hinten steht mein Zelt. So, ich wollte euch mal einen Vorteil des Fahrradfahrens zeigen. Und zwar, seht ihr das da hinten ist der Rhein. Und das, was ihr hört, ist die Autobahn. Und das Fahrradfahrer hat man diesen wunderschönen Weg. Und die Autobahn, die sieht halt nichts davon. Ja, es ist laut, aber ich habe Musik in meinen Ohren. Hier sieht man es. Man hat wirklich als Fahrradfahrer die bessere Aussicht. Und ich habe, wie gesagt, Musik drin und dann kann ich den ganz schön gut ausblenden. So, Zuri, weiter geht's, ha? Kennt ihr das Hühnermobil? Das ist ziemlich cool. Da sind die Hühner nämlich draußen und immer wieder wird das versetzt. So haben sie immer frisches Gras. Das gibt es in Deutschland auch. Hier wurde ich auch zum allerersten Mal von der Straße aus zu Kaffee, Kuchen, einem Bett eingeladen. Ansonsten habe ich am Anfang viel bei Menschen von Warm Shower und Couchsurfing geschlafen. Das ist ein richtig krasser Tag. Es regnet aus Eimern. Das ist so übel. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich bin einfach klatschnass. Übel sind meine Handschuhe, die sind nicht wasserdicht. Es ist einfach so kalt, es ist alles aufgeweicht. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich ganz zufrieden. Also die Jacke hält, das ist richtig gut. Die Hose auch. Man ist relativ schnell schwitzig in der Hose. Aber der Jacke ist halt echt genial. Also die hat so ein gutes Klima. Ich bin echt super überrascht. Also da merkt man halt direkt, dass es nicht so dieses Standard-Plastik ist, was VD da verbaut. Ja, und dann habe ich noch die Schuhe. Ich wollte keine Gore-Tex-Schuhe haben, weil das stinkt halt unglaublich, wenn du die Schuhe ausziehst. Und vor allem ist es halt auch im Sommer, beziehungsweise sobald es halt warm ist, ist es halt super unangenehmes Klima. Ja, das ist tatsächlich ganz geil, weil das sind so Überschuhe, die man über die normalen Schuhe anziehen kann. Und die halten relativ gut. Also man kann mit denen nicht so richtig wandern. Das habe ich auch schon gemacht in Schottland. Da sind die relativ unten hier schnell kaputt gegangen. Aber zum Radfahren ist es echt gut. Und ansonsten ist es schon krass. Guckt euch das mal an. Wie dreckig und siffig das alles schon geworden ist hier. Der ganze Schlamm. Aber da bin ich super froh, dass Ortlieb so wasserdichte Sachen macht. Hier, guckt euch mal den Anhänger an. Das ist so krass. Das ist alles einfach zugeschlammt. Ja, und ansonsten ist es super schön hier. Also es sind immer mal wieder wirklich schöne Passagen hier in der Schweiz. Aber es ist halt einfach wirklich nass. Zuri ist auch schon ganz angeschlammt. Ja, naja, also ich habe jetzt noch 30, 40 Kilometer vor mir nach Solotouren. Ich wollte jetzt gerade mal einen Apfel essen und dann geht's weiter. Heute ist es ziemlich, also da wird es zum Großteil trocken, aber es ist verdammt windig, also super krass, es ist echt schwer zu fahren. Zuri! Und Gas! Es ist super krasser Gegenwind und es regnet! Mit die bekannteste Sehenswürdigkeit in Bern ist wohl der Bärengraben, der gegenüber der Altstadt liegt. Und der wird aktuell von einer Bärenfamilie bewohnt.
Ja, und so beginnt Video 1 der YouTube-Reise erst bei 780 Kilometern und 4 Wochen unterwegs sein.